Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es mal wieder was Leckeres und sehr Kreatives aus meiner Ecke. Und zwar zeige ich euch heute, wie lecker es ist, Spinat mit Gnocchi zu kombinieren. Und das Ganze in einem leckeren asiatischen Style. Sehr interessant und trotzdem gut und einfach nachzumachen. Wie ich das Rezept heute zubereite, ja, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Grundzutaten: 2 Hähnchenbrüste, eine halbe Gemüsezwiebel oder eine normale Zwiebel, 2 Packungen Gnocchi, Blattspinat, entweder frischen oder so wie ich habe hier tiefgefrorenen genommen, und Kokosnussmilch. Alle weiteren Zutaten mit Mengenangaben, die sich während des Rezepts ergeben, sowie auch das Rezept, schreibe ich euch wie immer in meine Infobeschreibung. Zuerst solltet ihr die Hähnchenbrust gut waschen und trocken tupfen. Dann schneiden wir die Hähnchenbrust in feine Streifen, einfach so wie wenn ihr Geschnetzeltes kauft. Die Streifen, die sollten ungefähr gleich groß sein, damit hinterher alles gut zusammen garen kann. Die halbe Gemüsezwiebel, die schneide ich einfach in dünne Streifen herunter. Wenn ihr jetzt keine Gemüsezwiebel habt, könnt ihr auch einfach eine ganz normale kleine Zwiebel nehmen und diese in Streifen schneiden. Als nächstes bereiten wir eine Gewürzmischung für das Fleisch vor. Dazu verwende ich 2 Teelöffel Curry Madras von Ankerkraut. Das kann ich wirklich nur empfehlen, das ist super lecker. 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Teelöffel Kurkuma, 1 Teelöffel Ingwer. Das gibt nochmal eine gewisse Schärfe an die Gewürzmischung. Und 1 Teelöffel Salz. Jetzt verrühren wir unsere Gewürzmischung erstmal richtig gut, damit die Gewürze ihr gesamtes Aroma auch später gut entfalten können. Jetzt geben wir ca. 3 Teelöffel der angerührten Gewürzmischung über unser Hähnchengeschnetzeltes. Den Rest der Gewürzmischung benötigen wir später für unsere Soße, und falls etwas übrig bleiben sollte, kann man es super in ein Schraubglas geben und später verwenden. Die Gewürze werden jetzt richtig schön ins Fleisch einmassiert. Wenn ich mit Curry oder Kurkuma arbeite, verwende ich immer einen Handschuh, da man später sonst schlecht das Gelbe wieder von den Händen abbekommt. Jetzt geben wir ungefähr 1 Esslöffel Speisestärke über das Hähnchenfleisch und massieren es gut ins Fleisch ein. Die Speisestärke, die sorgt dafür, dass das Fleisch außen schön kross und knusprig wird und innen trotzdem wunderbar saftig bleibt. Diesen Tipp kann ich euch wirklich nur empfehlen, bei Fleischgerichten auszuprobieren. Da dieses Gericht ja eigentlich wieder zu den Currys gehört, verwende ich in diesem Fall ein geröstetes Sesamöl. Es geht auch wunderbar ein geröstetes Erdnussöl, aber davon hatte ich jetzt nichts mehr. Geröstetes Sesamöl ist auch wunderbar und hat einen wunderbaren Geschmack im Curry. Die Pfanne mit dem Öl solltet ihr jetzt auf höchste Stufe erhitzen. Und jetzt schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. Die Pfanne hat natürlich für die Menge meines Gerichts mal wieder nicht gereicht. Ich habe es später in einen großen Topf umfüllen müssen. In das erhitzte Öl geben wir jetzt unser Hähnchengeschnetzeltes. Da die Speisestärke noch ein bisschen an den Hähnchenstreifen klebt, müsst ihr sie so ein bisschen auseinanderziehen. Wenn ihr das aber einmal gemacht habt, dann bleibt das Fleisch auch so und klebt nicht mehr zusammen. Das Fleisch, das sollte jetzt zügig von allen Seiten richtig schön braun und kross angebraten werden. Es darf ruhig eine kleine Kruste entstehen. Dabei ist es wichtig, das Fleisch öfter mal zu wenden, denn es soll ja nicht in der Pfanne verbrennen.
Wenn das Fleisch gebräunt ist, dann gebt ihr die in Streifen geschnittene Zwiebel erstmal dazu und lasst sie schön ein bisschen mitbraten, so für circa 2 Minuten. Dabei solltet ihr gelegentlich immer rühren, damit die Zwiebeln nicht verbrennen, denn verbrannte Zwiebeln schmecken bitter. Und wie ihr das von mir ja schon gewohnt seid, es ergeben sich immer Zutaten, die ich am Anfang nicht erwähne, die ich aber trotzdem mit ins Gericht mache, weil das ganz spontan kommt, presse ich in mein Gericht jetzt hier noch 2 Knoblauchzehen. Die passen nämlich hervorragend dazu. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, könnt ihr ihn auch weglassen und wenn ihr keine Presse haben solltet, dann hackt ihn einfach mit einem Messer sehr fein. Auch den Knoblauch rühren wir jetzt gut in das Gericht ein und lassen ihn circa für 1 bis 2 Minuten unter häufigem Rühren mit anbraten, denn auch wenn der Knoblauch verbrennt, wird das Gericht später bitter, deshalb immer schön rühren. Und jetzt gebe ich meinen tiefgefrorenen Blattspinat mit dazu. Ich persönlich verwende ja sehr gerne tiefgefrorenes Gemüse. Man hat es immer zur Hand und es enthält durch das Schockfrosten auch noch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. Ihr könnt natürlich auch sehr gern frischen Blattspinat nehmen, aber für mich ist die TK-Variante eine tolle Alternative. Jetzt solltet ihr den Herd auf mittlere Stufe herunterstellen und einen Deckel auf die Pfanne machen, damit der Spinat auch schön auftauen kann. Wenn ihr frischen Blattspinat verwendet, macht ein bisschen Wasser dazu, damit euch nichts anbrennt. Gelegentlich solltet ihr auf jeden Fall durch das Gericht mal durchrühren, damit auch nichts anbrennen kann. Der Deckel, der bleibt jetzt so lange drauf, bis der Spinat aufgetaut ist. Das hat bei mir so 5 bis 6 Minuten gedauert. Wenn der Spinat aufgetaut ist, dann kommt die Kokosmilch zum Einsatz. Die solltet ihr vor Gebrauch unbedingt immer gut schütteln. Bei diesen Gerichten empfiehlt es sich, eine cremige Variante der Kokosmilch zu benutzen, denn so bekommt ihr später auch eine schöne, leckere, cremige Soße. Ich gebe jetzt ca. 500 ml Kokosmilch dazu und rühre alles einmal schön durch. So kann sich die Kokosmilch wunderbar im ganzen Gericht verteilen und alles kann den Geschmack schön annehmen. Ja, und wie man hier sieht, ist die Pfanne doch schon sehr voll. Und wie man immer so denkt, ich denke erstmal, naja, vielleicht passt es ja. Aber erstmal machen wir noch mal so für 5 Minuten den Deckel drauf und lassen es langsam vor sich hin simmern. Und nach 5 Minuten kommen dann die 2 Pakete Gnocchi dazu. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, ist die Pfanne natürlich mal wieder hoffnungslos überfüllt. Jetzt war guter Rat wieder teuer, habe ich erstmal versucht, da so durchzurühren. Aber wenn man das Gericht richtig schön durchrühren will, saut man eigentlich nur herum. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, das Ganze in einen größeren Topf umzufüllen. Also, wie gesagt, alles in einen größeren Topf umgefüllt und erstmal richtig schön durchgerührt, damit sich auch alles schön miteinander verteilen kann. Denn die Gnocchi sollen ja den leckeren Geschmack der Kokossoße gut annehmen können. Und jetzt geben wir zum Gericht den Rest unserer Gewürzmischung und rühren das Ganze nochmal richtig gut ein. Und Leute, lasst euch gesagt sein, diese Currysoße mit dem Currymadras ist einfach unglaublich lecker. Da ich alle Produkte für meine Rezepte grundsätzlich selbst kaufe und nichts geschenkt bekomme, ist das hier keine Werbung, sondern wirklich eine Empfehlung. Jetzt solltet ihr das Gericht einmal abschmecken. Bei mir fehlt noch so das gewisse Etwas. Deshalb entscheide ich mich, jetzt noch einen schönen Schuss Sojasauce an mein Essen zu geben. Die Sojasauce, die rühre ich natürlich jetzt auch noch mal richtig gut ein und dann wird noch mal abgeschmeckt. Wenn jetzt noch was fehlen sollte, müsst ihr natürlich noch mal nachwürzen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, ruhig mal Sojasauce zu verwenden, denn sie hat nicht nur einen gewissen Salzgehalt, sondern auch tolle andere Gewürze, die das Gericht wirklich bereichern. Ja, und nun kann auch schon auf einem tiefen Teller angerichtet werden.
Einfach 2, 3 Kellen auf den Teller geben und genießen. Sieht das nicht wunderbar aus? Und hier kommt unser tolles Ergebnis. Sieht das nicht fantastisch aus? Und ihr glaubt gar nicht, wie gut das duftet. Nach Sojasauce, Curry und Kokosmilch. Einfach total genial. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!